sind damals sehr oft auf sämtlichen Autotreffen unterwegs gewesen, sei es in der VW-Szene oder dann auch irgendwann in der USK-Branche, sag ich mal. Da habe ich eigentlich schon sehr viel, auch als kleines Kind, mitbekommen, wie und was man alles umbauen kann an so einem Auto. Da mein Dad schon immer alles selber gebaut hat in seiner Werkstatt, hat das mir halt auch so übergeben, blöd gesagt, dass man halt mit seinen eigenen Händen ziemlich viel bauen kann, wenn man das möchte. Und klar braucht es Durchhaltevermögen und halt auch das richtige Werkzeug. Aber ja, wenn kein Ehrgeiz dahinter steckt, dann bringt einem das beste Werkzeug auch nichts. Ja, dann hat es angefangen, dass ich halt an meinem Fahrrad damals schon jeden Halter weggebaut habe, der unnötig dran war oder unnötiges Gewicht drauf war. Alles weggebaut, umlackiert, ja, alles, was mir halt so in den Kopf geschossen ist. Das erste Autoprojekt war ein Zweier Polo. Natürlich komplett leergeräumt einmal, damit man auch möglichst viel Gewicht einspart, weil wirklich viel Leistung haben sie ja nicht, aber es war auch nicht wichtig bei dem Auto, sondern eher halt das Handling und das Fahrwerk und die Reifen. Von daher einmal komplett alles raus, was keine Miete zahlt und tiefer gelegt, ja, Sportsitze rein, Motor umgebaut. Die Türtafel aus Alu angefangen herzustellen, was dann auch im Endeffekt dann die ersten Erfahrungen mit dem Alublech war, aus dem ich ja, den E30 auch verbreitert habe. Der Motor ist natürlich auch nicht original geblieben. Da sind jetzt doppelte Lorto-Vergaser drauf mit scharfer Nockenwelle, Fächerkrümmer und ja, was halt so möglich ist, sag ich mal, bei dem 1,3 Liter Motor, ohne jetzt da Tausende in Saugertuning zu stecken. Ja, dann bin ich ja ein gutes Jahr damit durchgefahren mit dem Polo, hat auch sehr viel Spaß und dann hat sich aber irgendwann dann herausgestellt, dass ich halt ja, ein Heckantrieb-Auto brauche. Zu der Zeit dann Tag und Nacht auf eBay Kleinanzeigen gesucht nach sämtlichen BMWs mit Heckantrieb und naja, sag ich mal, nicht den kleinsten Motor, um dann doch ein bisschen Fahrspaß zu haben oder eine kleine Steigerung zum Polo. Ja, dann eben mein ganzes Lehrlingsgehalt jeden Monat weggespart und nie wirklich was ausgegeben, alles gehortet und ja. Dann hat sich das passende Angebot auf eBay gefunden und ja, dann bin ich auch schon hingefahren mit dem Dad und haben es abgeholt. Gebaut wurde der E30 in Litauen. Deshalb konnte der Vorbesitzer das Auto auch für einen, sag ich mal, erschwinglichen Taler von seinem Kumpel abkaufen. Der Vorbesitzer ist dann nur ein paar Mal am Hockenheim ein paar Runden gefahren, aber irgendwie hat es ihn gelangweilt. Dann hat es auch ziemlich schnell wieder weiterverkauft und ja, es war halt dann, der Käufer war halt dann ich, ne? Habe das Ding abgeholt, eigentlich auch nur aus dem Grund, weil der Motor davor komplett überarbeitet worden ist von einer litauischen Firma, die Rallye-Autos aufbaut. Die haben den einmal komplett frisch aufgebaut und ja, ich wusste halt, also Rechnungen waren natürlich keine dabei, aber
hatte alles Hand und Fuß und ist auch echt sauber gelaufen. Von daher war das ja, war es ein sehr, sehr gutes Angebot. Irgendwann in der Nacht dann erstmal schlafen gegangen. In der Früh um keine Ahnung wann aufgestanden. Schlafen konnte ich natürlich nicht wirklich. Direkt rausgerannt, nochmal oder überhaupt mal richtig angeschaut, das Auto, Unterboden, Innenraum. Ja, dann habe ich halt festgestellt, dass sie, keine Ahnung, im Innenraum irgendwie mit einem Hammer rumgehauen haben, dass alles verdellt war. Und ja, ursprünglich dachte ich eigentlich, dass ein Käfig in dem Auto drin war, weil ich so geblendet war. War letztendlich dann doch nur ein Bügel, aber ja, war eh alles egal, weil es eh alles komplett rausgekommen und einmal neu alles. Ja, eins war natürlich von Anfang an klar, dass das Auto halt breit werden soll. Und da ich ja beim Polo schon GFK Kotflügel oder GFK Fenderflares verbaut habe, war ich dann mehr oder weniger als Karosseriebauer dazu gezwungen, halt irgendwas aus Blech mit den Händen zu bauen. Ne? Da ich bei meinem Polo-Projekt schon angefangen habe, Sachen aus Alu zu bauen, sei es den Lufteinlass auf der Haube oder die Türverkleidungen, hatte ich dann die Idee, den Breitbau auch aus Alu zu bauen. Inspiriert von verschiedenen Autos wie amerikanische Hot Rods, die mein Dad zum Beispiel auch aufbaut, oder den LTO-Breitbau von den Engländern. Also an Inspiration ist da wirklich ja, fast alles mit reingelaufen, was ich so gesehen habe. Also es war alles andere als einfach. Ich habe zwar die Schablonen schon so oder das Papier schon so, sag ich mal, zurechtgeschnitten und angebracht am Auto, dass ich auch wusste, dass ich das so aus Blech bauen kann. Aber es war natürlich eine große Herausforderung. Die schwierigsten Teile sehen immer am einfachsten aus für die Leute. Zum Beispiel die oberen Bleche von der Seitenwand, weil ja die doppelte Kantung drin ist. Da muss man einmal erst einziehen, dann wieder strecken, dann durch die Sickenmaschine durch und dann wieder einziehen und strecken. Also das im Endeffekt die Teile, die sag ich mal, für normale Leute einfach aussehen, die waren am schwierigsten. Ja, auch angepasst an das äußere Bodykit, sage ich mal, habe ich den Innenraum dann auch komplett aus Alu verkleidet. Ja, passend zum Racing-Look, sage ich mal, weil die Zelle ist ja auch einmal komplett verschweißt mit der Karosse und da halt, sag ich mal, die normalen Verkleidungsstücke auch nicht mehr reinpassen ins Auto, habe ich dann halt Blech aus Alu als Verkleidung genommen.
Also ursprünglich wollte ich eigentlich so einen DTM-Spoiler oder wie man es nennen will. Oder wie beim E36, so ein Class 2 Ding. Aber es hat dann nicht ganz hingehauen wegen dem TÜV, weil die Ecken dürfen halt nicht über die Umrisskante vom Auto schauen. Wenn du jetzt von vorne auf die Scheibe schaust, dürfen die Ecken nicht drüber schauen. Und somit halt eben das Ducktail. Warum es dann so hoch geworden ist, hat sich so ergeben von der Papierschablone. Die ganzen Details, sei es Löcher oder Lufteinlässe, sind auch alles abgeschaut von amerikanischen Hot Rods, weil die das damals auch so gebaut haben. Und sowas habe ich halt, sag ich mal, bei der jetzigen Autotuning-Szene halt noch nicht gesehen. Deswegen fand ich es ganz interessant, auch mal so an den Mann zu bringen. Also die Zahl 21, so wie sie auf dem Kotflügel draufsteht oder auf der Seitenwand, hat schon eine sehr besondere Bedeutung für mich. Einmal, weil ich das Auto mit 21 vollendet habe. Dafür habe ich eine 21er, also Paragraph 21 machen müssen, das ist die Vollabnahme. Und ja, dann habe ich wegen diesem Auto dann noch meine Lebenspartnerin kennengelernt und am 21. bin ich mit ihr zusammengekommen, deshalb 21 forever. Forever. Dann kam der Tag, 31.10. Verkehrsunfall mit dem E30, die Karre ist Schrott. Man kann die Zeit halt schlecht zurückdrehen. Ne? Viele meinen jetzt oder denken, dass es irgendwie beim Driften passiert ist oder so. Nein, ist es nicht. Und ich bin auch nicht gegen einen Baum gefahren oder ähnliches. Ganz normaler Verkehrsunfall, wie er sonst auch, keine Ahnung wie oft auf dieser Welt passiert. Und ja. Auch wenn das Auto nicht so aussieht, aber wir sind da zum Glück alle heil rausgekommen und es wurde niemand ernsthaft verletzt bei dem Unfall, was letztendlich ja auch das Wichtigste ist, weil Blechkammer ersetzen, klar war es eine Menge Arbeit, aber ja, scheiß drauf. Ja, man kann sagen, die Sicherheit von dem Auto wurde auf jeden Fall auf die Prüfung gestellt, weil ohne Käfig und Schalensitz hätte ich das, glaube ich, nicht überlebt. An der Stelle auf jeden Fall auch nochmal Dank an meinen TÜV-Prüfer, weil ohne die Schalensitze, den Vierpunktgurt und vor allem auch den Käfig oder der Zelle, die komplett verschweißt wurde, glaube ich, wäre ich da nicht so heile raus.
Aber ja, man kann die Zeit halt nicht zurückdrehen und aufgeben ist halt keine Option. Klar hat es mich auch emotional sehr erwischt, aber dank meiner Freundin und meiner Familie bin ich da halt auch gut, sag ich mal, drüber hinweggekommen und ja, jetzt geht's halt ans nächste Projekt. An der Stelle auf jeden Fall mal ein kräftiges Dankeschön an alle Leute und Freunde und meine ganze Familie, die mich dabei unterstützt haben, das Projekt auf die Beine zu stellen und ja, immer an mich geglaubt haben, sage ich es mal so, weil sowas baut man ja nicht alleine auf, das weiß jeder. Ein bisschen Unterstützung braucht man immer, sei es eine dritte Hand oder keine Ahnung, seelische Unterstützung, was auch immer. Danke an alle und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like da, abonniert den Kanal von Sauerkraut und ich freue mich auf ein nächstes Video. Und kauft den Merch, das ist cool.